Seid gegrüßt, ihr Helden. Seit dem 30.03.2020 hat man die Möglichkeit, sich in Shakes and Fidget für den Dämonenjäger zu entscheiden. Und was diesen Überlebenskünstler so ausmacht, das klären wir in diesem Video. Und falls euch solche Klassenprofile gefallen, lasst dem Video gerne mal einen Daumen und ein Abo da. Und ich würde sagen, let's go! Dämonenjäger haben einen Ausdauermultiplikator von mal 4 und können somit mit ihrer Lebensenergie den ein oder anderen Treffer einstecken. Sie tragen schwere Rüstungen in Kombination mit einer Kette, einem Ring und einem Talisman. Und um sich komplett auszurüsten, braucht man 9 Gegenstände mit jeweils einem Sockel für einen Edelstein. Der Edelstein eurer Waffe wird wie bei den meisten anderen Klassen auch mit 2 multipliziert. Des Weiteren kann jeder eurer Ausrüstungsgegenstände ab Level 90 beim Schmied verbessert werden und sobald ihr 1000 Runen im Arena-Manager erspielt habt, auch eine Rune tragen. Gleiches gilt auch für die Verzauberung der Hexe, sofern ihr diese ab Level 66 freigeschaltet habt. Dämonenjäger haben nicht nur eine gute Menge Lebensenergie, denn ihre Schadensreduktion liegt maximal bei 50%, was ihre Zähigkeit im Kampf nochmal unterstützt. Und nur zur Erklärung, die Prozentzahl der Schadensreduktion entsteht aus den Rüstungswerten eurer Gegenstände. Diese erhöhen eure Schadensreduktion im besten Fall bis zu dem jeweiligen Maximalwert einer Klasse. Im Allgemeinen kann man sagen, je höher eure Rüstung und somit auch eure Schadensreduktion ist, desto weniger Schaden erleidet ihr im Kampf. Okay, bevor wir jetzt zu der Fähigkeit kommen, müssen wir uns erstmal anschauen, mit welchem Waffentyp eigentlich Dämonenjäger kämpfen. Und hier kann man sagen, sie nutzen genau wie Kundschafter Fernkampfwaffen. Diese Fernkampfwaffen besitzen immer die doppelte Menge an Attributen wie eure anderen Ausrüstungsgegenstände. Dafür kosten sie euch 2 Zerlegungen beim Schmied. Dämonenjäger können im Kampf weder blocken, noch können sie ausweichen. Sie greifen einfach ganz normal von Runde zu Runde an und stecken gegnerische Treffer ein. Aber ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, dass ich am Anfang des Videos Dämonenjäger als Überlebenskünstler bezeichnet habe. Und das liegt an ihrer Fähigkeit. Denn wird ein Dämonenjäger im Kampf besiegt, hat er eine 44%ige Chance, sich durch seinen Elixier wiederzubeleben und sich anschließend um 90% seiner Lebensenergie zu heilen. Allerdings verringert sich dieser Effekt nach jeder Heilung, sodass die Chance, wiederbelebt zu werden, jedes Mal um 11% sinkt. Gleiches gilt auch für die Lebensenergie, da er stets um 10% weniger geheilt wird. Lasst uns das Ganze einmal zur Verdeutlichung auflisten. Wird ein Dämonenjäger besiegt, dann hat er eine 44%ige Chance, sich mit 90% Lebensenergie wiederzubeleben. Wird dieser dann ein zweites Mal besiegt, hat er eine 33%ige Chance, sich mit 80% seiner Lebensenergie wiederzubeleben. Bei der dritten Niederlage hat er eine 22%ige Chance, sich mit 70% Lebensenergie wiederzubeleben. Nach dem vierten Mal hat er eine 11%ige Chance, sich mit 60% Lebensenergie wiederzubeleben. Und wird er 5-mal hintereinander in einem Kampf besiegt, dann liegt die Chance, sich wiederzubeleben, bei 0. Irgendwann ist halt auch mal Ende, ne? Das Ganze funktioniert natürlich gegenüber allen Klassen, außer bei Magiern, denn die ignorieren eure Fähigkeit. Insgesamt haben Dämonenjäger eine maximale Chance für kritische Treffer von maximal 50%. Diese skaliert allerdings mit der Höhe eures Glücksattributes. Dämonenjäger verfügen über das Hauptattribut Geschick und auf dieses solltet ihr zusammen mit eurer Ausdauer den Fokus legen. Euer Hauptattribut ist einer der wichtigsten Faktoren für euren Schaden und eure Ausdauer sorgt dafür, dass eure Lebensenergie steigt. Eure optimale Trankwahl beruht ebenfalls auf diesen beiden Attributen. Damit ihr mit eurer Klasse den größtmöglichen Erfolg erzielen könnt, trinkt ihr am besten einen Geschickstrank, um euer Hauptattribut zu boosten, einen Ausdauertrank, um euren Ausdauerwert voranzutreiben und einen Trank des ewigen Lebens für eure Lebensenergie, denn dieser boostet zusätzlich nochmal um 25%. Jetzt müssen wir aber noch über die Größe eurer Tränke sprechen und dazu muss man wissen, dass ihr zu Beginn eurer Reise im Zauberladen kleine Tränke finden könnt. Diese boosten euren jeweiligen Wert um 10%. Ab Level 15 gibt es dann 15%ige Tränke und habt ihr Level 32 erreicht, solltet ihr große Hauptattribut und Ausdauertränke trinken, denn diese geben euch nochmal 25%. Bei eurer Skillung können Stärke und Intelligenz sekundär behandelt werden, da wir hier von sogenannten Nebenattributen sprechen. Diese helfen euch im Kampf gegen Klassen, die diese Attribute als Hauptattribute haben. Heißt, euer Stärkeattribut hilft euch zum Beispiel im Kampf gegen Krieger und euer Intelligenzattribut zum Beispiel gegen Magier.
Magier. Ein weiteres Attribut, was ihr nebensächlich behandeln solltet, ist euer Glückswert. So, jetzt müssen wir aber noch ein Fazit zur Klasse ziehen und genau das machen wir jetzt. Schaut man sich die Kämpfe eines Dämonenjägers an, kommt die Spannung immer mit dem Moment, wo sich entscheidet, ob er sich wiederbelebt oder nicht. Und ganz genau da liegt der Knackpunkt für seine Kampfkraft, da er ohne Wiederbelebung im Gegensatz zu anderen Klassen nicht wirklich von seiner Fähigkeit profitiert, was zur Folge hat, dass eure Leistungen im PvE und im PvP-Bereich schwanken. Diese Schwankungen sind in den Dungeons super, weil er so oft über seine eigentliche Kampfkraft hinaussteigen kann und so Gegner besiegt, die eigentlich noch in weiter Ferne sind. Im PvP-Bereich heißt das, dass ihr neben vielen Siegen auch mit genauso vielen Niederlagen rechnen müsst, was gerade im Hinblick auf die 10 täglichen Arena-Kämpfe eine ziemliche Herausforderung sein kann. Wo ihr allerdings im Player-vs-Player-Bereich punkten könnt, sind Gildenkämpfe, denn dort ist ein Dämonenjäger, der sich wiederbelebt, Gold wert. Wirklich Gold wert. Okay Leute, das war's mit dem Klassenprofil zum Dämonenjäger. Falls euch solche Videos gefallen, lasst dem Video gerne einen Daumen da und guckt mal in die Videobeschreibung. Denn dort habt ihr quasi die ganze Playlist von allen Klassenprofilen. Wenn es euch interessiert, ist das sehr informativ und lohnt sich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video auf diesem Kanal. Macht's gut und ciao, ciao!